Servus, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Wenn plötzlich der Strom ausfällt, der Backofen nicht funktioniert oder einfach improvisiert werden muss, zeigt sich, wie wertvoll Grundlagen sein können. Gerade in Krisenzeiten oder auch als spannende Erfahrung im Alltag kann es unglaublich hilfreich sein zu wissen, wie Brot auch ohne klassische Küche funktionieren kann. Und genau das schauen wir uns heute gemeinsam an. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht unscheinbar und merkwürdig aussieht, aber dieses Brot ist wirklich erstaunlich gut geworden und das hatten sich einige von euch gewünscht, deswegen schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. Also ich finde, da kann man nicht meckern, bis auf die Kruste, die fehlt natürlich, aber von der Krume her fantastisch. Dieses Brot braucht natürlich nur wenige Zutaten und starten direkt mit einer ausreichend großen Schüssel. Dort kommen dann 500 Gramm Mehl hinein, ob das nun Weizen oder Dinkel ist, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Die Waage ist hier übrigens auch das einzigste elektronische Gerät, auf das wir bei diesem Brot zurückgreifen. Und für den richtigen Geschmack gibt es nun 1 bis 2 Teelöffel Salz, das etwa 12 Gramm entspricht. Ich verwende naturbelassenes Steinsalz, denn das ist rieselhilfefrei und kommt ohne zusätzlichen Trennmittel aus. Optional ist nun der 1 Teelöffel Zuckerrohr, den ich verwende. Dies wirkt jedoch als Futterbooster für die Hefe. Nun brauchen wir die trockenen Zutaten einfach miteinander zu vermengen und uns eine Kuhle zu machen. Dort kommen dann 300 Milliliter Wasser hinzu. Hierbei sollte man nur darauf achten, dass es nicht allzu kalt ist, da es die Hefe gerne mollig warm bei etwa 20 bis 25 Grad hat. Normalerweise backe ich am liebsten mit frischer Hefe, jedoch für den Notvorrat ist ein Beutel Trockenhefe Gold wert. Hiervon nehmen wir 7 Gramm. Das entspricht etwa 2 bis 2,5 Teelöffel. Wenn du es mit frischer Hefe probieren möchtest, nimmst du einen halben Würfel. Das Wasser decken wir nun ganz leicht mit Mehl ab. Die Schüssel kann nun abgedeckt etwa 30 Minuten stehen bleiben. So kann die Hefe in Ruhe starten. Das sollte an einem möglichst zugluftfreien und warmen Ort stattfinden. Nach Ablauf der Zeit ist die Hefe schön aktiviert und die Zutaten werden mit Hilfe eines dänischen Schneebesens oder auch einen Holzkochlöffel zu einem glatten Teig verbunden. Hierbei sollten dann einfach keine Mehlnester mehr vorhanden sein. Übrigens lassen sich mit dem dänischen Schneebesen auch schwere und klebrige Teige ganz wunderbar verrühren, denn durch seine stabile Form verbindet er die Zutaten besonders gleichmäßig und erleichtert auch das Anrühren deutlich. Sobald alles gut verbunden ist, decken wir die Schüssel ab und lassen den Teig für insgesamt 3 Stunden ruhen. In dieser Zeit legen und falten wir den Teig jeweils alle 30 bis 45 Minuten. Sollte der Raum jedoch sehr kalt sein, brauchst du eine längere Teigführung. Das Legen und Falten zeige ich euch nun einmalig. Ihr nehmt euch eine Wasserschüssel, indem ihr eure Hand befeuchtet und schlagt den Teil einfach über sich selbst ein. Dies wiederholt ihr etwa 6 bis 8 Mal und das, wie gesagt, jede halbe Stunde für insgesamt 3 Mal, also jetzt hat noch 2 weitere Male. So bekommt der Teig nämlich mehr Struktur und Stabilität. Dabei wird das Klebegerüst im Teig gestärkt, wodurch das Brot später besser aufgeht und sich eine schöne, luftigere Krume entwickelt. Während der Teig nur noch am Gehen ist, bauen wir uns unseren Backofen. Hier brauchen wir eine feuerfeste Unterlage, wo wir 4 kleine Schüsselchen draufstellen. Diese sollten nicht mehr als 4-5 cm hoch sein, wo wir gleich die Teelichter drunter stellen. Davon brauchen wir dann zwischen 7 und 9 Stück, die über 4 Stunden brennen. Natürlich könntest du auch die großen für 8 Stunden nehmen, allerdings sind diese meistens unverhältnismäßig teuer und man hätte hierbei viel zu viel Verlust. Damit die Kerzen möglichst gleichmäßig abbrennen, kann etwas Salz in das Wachs gegeben werden. Ob sich dadurch jedoch die Brenndauer tatsächlich verlängert, darüber gehen die Erfahrungen allerdings weit auseinander. Aber lasst mich doch mal wissen, welche Erfahrungen ihr damit habt. Zur weiteren Vorbereitung brauchen wir dann noch eine kleine Backform für den Topf. Ich habe mich hierbei für eine 18 cm Panettone Backform entschieden. Die passt nämlich in meinem Fall hervorragend in den emaillierten Topf. Diese kleide ich nun zuerst mit Backtrennmittel aus. Das machen wir, damit das Brot nicht darin kleben bleibt und stellen sie danach erstmal auf die Seite. Nun brauchen wir natürlich noch den Backofen, den wir uns ganz einfach selbst bauen. Dafür nehmen wir uns einen Topf, dieser kann gusseisern oder wie bei mir emailliert sein. Ich nutze dafür gerne die Töpfe von Krustenzauber, denn sie speichern die Wärme besonders gut und eignen sich dadurch hervorragend für solche Brotexperimente. Denn gerade bei improvisierten Backöfen ist eine gute Wärmespeicherung ganz besonders wichtig, damit das Brot auch gleichmäßig backen kann.
Dann können wir die Kerzen auch anzünden und stellen sie mit ausreichend Abstand unter den Topf. Der Abstand ist übrigens besonders wichtig, da sich die Hitze sonst gefährlich stauen kann. Dabei erhitzen sich dann die Aluminiumhüllen der Teelichter gegenseitig, wodurch das Wachs extremst schnell schmilzt und sich die Flammen im schlimmsten Fall unkontrolliert vergrößern würde. Dabei kann ein sogenannter Wärmestau bzw. ein thermisches Durchgehen entstehen, bei dem sich die Hitze weiter aufbaut und schließlich zu einer größeren Flamme führen kann. Nun brauchen wir ein Gitter darüber, wo wir einfach den Topf draufstellen. Sobald der etwas flüssige Teig dann nicht mehr an den Fingern klebt, legen und falten wir ihn nochmal mit feuchten Händen auf der Arbeitsfläche. Dieser Schritt aktiviert die Gluten nochmal ausreichend, sodass wir wirklich eine richtig fluffige Krume kriegen. Mein gesamtes Arbeitsmaterial verlinke ich euch in der Infobox. Dann formen wir uns daraus unseren Teigling. Und sobald er schön auf Spannung ist, darf er auch in die Backform kommen. Bei direktem Kontakt mit dem Topfboden würde das Brot ziemlich zügig von unten verbrennen. Deswegen brauchen wir unten etwas Abstand. Ich nehme dazu nun Gabeln. Ihr könnt natürlich auch Schrauben nehmen oder sonstiges, was auf dem Topfboden liegt, wo die Backform draufgestellt wird. So kann die Luft auch wunderbar zirkulieren. Nun lohnt sich nochmal ein letzter prüfender Blick, ob die Teelichter auch unter dem Topf stehen und auch genügend Abstand miteinander haben. Nun wird einfach der Deckel aufgegeben und man muss sich etwa 4 Stunden in Geduld üben. In dieser Zeit sollte der Deckel auch nicht entnommen werden, dass die Hitze auch im Topf bleibt und nicht entweicht. Nach etwa 4 Stunden kann man dann mal den Deckel abnehmen. Das Brot riecht wirklich fantastisch. Um es auch von oben ein wenig zu backen, wenden wir das Brot. Übrigens eignet sich der Ofen zwar auch zum Erwärmen von kleinen Räumen, dabei sollte er jedoch stets unter Aufsicht bleiben und natürlich auch genügend Abstand zu jeglichen brennbaren Materialien eingehalten werden. Des Weiteren sollte man auf eine gute Belüftung achten, damit auch stets genug Frischluft zur Verfügung steht. Zu guter Letzt kommt nochmal der Deckel auf den Topf und wir lassen das Brot nochmal etwa für 30 bis 60 Minuten ausbacken. Diese Zeitspanne kann variieren. Sobald das Brot dann fertig ist, kann es auch aus dem Topf genommen werden und darf zum Auskühlen auf einen Gitterrost. Sobald das Brot nun ausgekühlt ist, sieht es durchaus interessant aus. Der Aufschnitt gelingt butterweich. Wir haben keine pappige Krume, sondern schön luftig. Und kriegt daraus auch wunderbar dicke oder dünne Scheiben. Und geschmacklich ist es wirklich sehr lecker. Ich wünsche euch nun viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat's euch. Also ich finde, da kann man nicht meckern, bis auf die Kruste, die fehlt natürlich, aber von der Krume her fantastisch.